Hallo, ich bin's wieder, euer Buddy Mike. Willkommen zu meinem neuen Content. Heute geht's um die Kinohits vom Februar. Gut oder eher nicht so gut, anschauen oder nicht anschauen. Und danach folgt dann noch ein Review zu Captain Marvel. Fangen wir dann natürlich auch chronologisch im Februar an. Erste Startwoche, gleich zwei Sequels zu zwei Animationsfilmen, einmal mit The Lego Movie 2 und auch Drachenzähmen leicht gemacht, der dritte Teil. Bei The Lego Movie war ich jetzt nicht so überzeugt, also ich fand den ersten Teil auf jeden Fall halt viel besser. Bei Drachenzähmen leicht gemacht sieht es ein bisschen anders aus. Da finde ich es halt doch ein gelungener Abschluss der Trilogie, weil man, ein kleiner Spoiler, man sieht dann auch schon, dass es halt das Ende halt von der Filmreihe ist, und kann jetzt für beide Filme sagen, für Kinder und Familien ist es halt ein Kinogang wert. Ja, da kann man sich das gerne anschauen. Kommen wir dann jetzt gleich sofort zur zweiten Startwoche Februars. Da ist auch nochmal der Mega-Hit bzw. der Top-Film vom Februar halt schon herausgekommen. Einmal mit Alita Battle Angel, ja, dem Film von Robert Rodriguez und James Cameron, haben auf jeden Fall halt ein Filmspektakel auf die Beine gestellt. Auch durch die Schauspieler mit Rosa Salazar als Alita und ja, Christoph Waltz als Vater Mentor. Diese Verfilmung des Anime oder Manga ist halt ein sehr, sehr schöner Film, den man sich anschauen sollte. Im Gegensatz dazu ist im Februar dann der Film Happy Death Day to You nicht zu empfehlen, beziehungsweise da rate ich euch dann nicht anzuschauen, obwohl ich dann vom ersten Teil, der letztes Jahr schon rausgekommen ist, sehr überzeugt bin, beziehungsweise hat mich voll überrascht. Ja, habe mich eigentlich gefreut, dass es einen zweiten Teil dieses Jahr gibt, nur der ist dann doch in die Hose gegangen. Danach folgt in der dritten Woche Februars dann zwei bessere Filme, einmal mit, also Weiß, der zweite Mann, das Drama über den amerikanischen Vizepräsidenten, gespielt von Christian Bale. Der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr sehenswert, beziehungsweise nicht nur wegen der Schauspielleistung von Christian Bale, wie schon erwähnt, sondern auch jetzt nicht nur wegen den Oscar-Nominierungen. Und wer über amerikanische Geschichte interessiert ist, da einfach nochmal gerne in den Kinos gehen. Der zweite Film in der Woche ist dann noch das Remake von Ziemlich beste Freunde, beziehungsweise dann die amerikanische Version, heißt ja jetzt Mein Bester und ich. Da war ich auch schon etwas überrascht, dachte, der wird nicht so gut, aber ist auf jeden Fall dann gelungen durch die Schauspielleistung von Bryan Cranston als crashets-gelähmten Milliardär und halt Kevin Hart, seinen Pfleger, weil ich bin ja eigentlich kein Fan von dieser Amerikanisierung internationalen Filmen. Deshalb finde ich doch, auf jeden Fall ist der Film gelungen. Beziehungsweise, wenn man Ziemlich beste Freunde nicht angeschaut hat, kann man sich den auch gerne auch zuerst ansehen. Aber man sieht auch, also für mich persönlich ist Ziemlich beste Freunde natürlich viel besser als Mein Bester und ich. Aber bei dem kann man auch gerne ins Kino gehen. Zur letzten Startwoche sind dann noch zwei Filme, die ich dann nicht empfehlen kann, beziehungsweise auf jeden Fall empfehlen kann. Was ich abrate, ist halt dann eher Escape Room. Es ist ja doch schon ein guter Mix aus Saw und Final Destination. Nur ich fand es nicht so horrormäßig und beziehungsweise nicht so gruselig. Und ja, kann man sich anschauen, muss man dann aber nicht. Der andere Film, den ich auf jeden Fall euch rate, ist dann jetzt Hard Powder. In der Hauptrolle Liam Neeson, wer ihn schon kennt in seinen Actionreihen wie Taken, die Taken-Reihe sozusagen, oder auch Nonstop, alle seine Filme über Action, wem das ja gefällt oder wer auf Action steht, da einfach nochmal auf jeden Fall reingehen, ist auf jeden Fall auch da halt sehr, sehr ansehbar. So, das war's jetzt mit dem Kino-Hits, Film-Highlights vom Februar. Komme ich direkt zum Review von Captain Marvel, der ersten weiblichen Superhelden aus dem MCUs. Der Film ist ja zum 7. März gestartet. Da einfach nochmal auch dann zur Handlung zu Beginn tobt dann ein Kampf zwischen den Alienrassen Skrulls, den Formwandlern,
und den Kree-Soldaten. Bei den Kree-Soldaten ist Vers die Hauptrolle, gespielt von Carol Danvers. Bei diesem Kampf stürzt sie dann alleine auf die Erde ab. Gerade noch hat sie ja für die Sicherheit im Weltall gesorgt. Nun ist sie auf einem fremden Planeten gelandet, der ihr doch dennoch sehr vertraut vorkommt. Dort trifft sie dann auf den jungen SHIELD-Agenten Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, und versucht dann mit ihm gemeinsam das Geheimnis ihrer Herkunft herauszufinden, weil sie hat mehrere Visionen und Träume, die auf ein frühes Leben auf der Erde dann hindeuten. Da wird auch nochmal herausgefunden, dass sie im wahren Leben halt ein Mensch ist, kein Kree-Soldat. Ihr Name ist dann auch Carol Danvers, nicht Vers, und wir sehen auch, wie sie ihre Kräfte dann herbekommt. Komme ich dann jetzt zur Bewertung des Filmes, komme ich dann zu Tops und Flops. Was mir dann nicht so gefallen hat an dem Film, ist doch etwas zu lang geworden. Ja, die Filmlänge ist ja 124 Minuten. Da gibt es auch ein paar Szenen, die man dann auch doch rauscutten sollte, weil die ja eher unwichtig waren, jetzt nicht passend zu dem Film. Deshalb da einfach zu sehr in die Länge gezogen. Und ein weiterer Punkt, was jetzt für mich negativ war oder was ich euch sagen kann, der Film ist einfach im Vergleich zu den anderen Marvel-Filmen eher schwach ausgefallen. Also er hatte auf jeden Fall mehr Potenzial, hätte man mehr daraus machen können, weil es ist ja eine Origin-Story, auch viel Geschichte dahinter. Nur ich hatte da auch ein bisschen mehr Action erwartet, weil laut den Comics und das, was ja auch drumherum gesagt wurde, ist ja Captain Marvel eines der stärksten, wenn überhaupt die stärkste Kraft im Marvel-Universum, war jetzt dann doch im Film nicht so sehr hervorgehoben. Deshalb hat mich da ein bisschen halt gewundert. Hoffe mal, dass es im Avengers Endgame mehr gezeigt dann wird. Komme ich dann zu den Tops. Das Positive an dem Film gleich zu Anfang ist natürlich die Ehrung und Widmung für Stan Lee. Ja, das Intro kennen wir ja schon alle, wo dann die ganzen Screenshots von den alten Filmen gezeigt wurde. Nur anstatt diese Bilder werden dann die Cameo-Bilder bzw. Screenshots von Stan Lee gezeigt. Da einfach halt sehr passend dann, dass man ihn dann auch nochmal dabei ehrt. Auch vor allem sein Cameo-Auftritt in diesem Film an sich hat mir sehr gefallen, weil Vers trifft ihn ja dann in der U-Bahn, wo er dann halt ein Drehbuch liest, das Drehbuch zu Mallrats. Das ist ja der erste Film, bei dem er sich dann ja vorgesprochen hat und den Film sogar nicht bekommen hat. Deshalb ist es halt sehr passend gemacht, dass man ihn da auch nochmal so zeigt. Und das Positivste überhaupt, was mir dann gefallen hat, auch sehr, sehr überrascht war, ist von der Katze Goose. Ja, da auch nochmal kann ich verraten, ist jetzt auch hier mal ein kleiner Spoiler, wird ja dann vor einem Scroll dann auch erwähnt, dass es halt ja keine Katze ist, sondern eher ein Flurken, eine Alienrasse. Und man sieht dann auch da das Zusammenspiel dann mit Nick Fury, weshalb er dann auch sein Auge verliert wegen diesem Flirken. Dann komme ich jetzt auch nochmal zum Fazit, Zusammenfassung. Was ich euch sagen kann über diesen Film ist, es ist wie erwähnt, einer der schwächeren Filme aus diesem Marvel-Universum. Etwas zu sehr in die Länge gezogen, hätte man mehr daraus machen können auf jeden Fall. Trotzdem kann ich Ihnen sagen, sollte man sich ja den doch schon anschauen als Marvel-Fan und wer die Filmreihe schon vorher alles gesehen hat. Da vergebe ich ja aus diesem Anlass jetzt nur doch 3 von 5 möglichen Punkten, weil die Katze Goose auch noch den Film auf jeden Fall rettet. So, das war's jetzt mit den Kinohits und dem Review zu Captain Marvel. Seid gespannt schon auf den nächsten Content, der folgt dann in wenigen Tagen. Diesmal verrate ich euch das Thema, ein Preview zu einem Film, der zum 24. April startet. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle, bedanke mich dann auch nochmal fürs Zuschauen, abonniert auch nochmal meinen Kanal für weitere Videos, beziehungsweise wenn ihr ältere Videos anschaut, hier in diesen Verlinkungen nochmal halt draufklicken. Und ja, verabschiede mich wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Euer Buddy Mike. Tschüss.